Frühjahr 1945. Britische Spitfires kreisen tief über dem Fliegerhorst Rheine. Sie greifen nicht an. Sie warten. Sie warten darauf, dass die schnellsten Jagdflugzeuge der Welt landen. Denn die Messerschmitt Me 262, das erste Strahlflugzeug im Fronteinsatz, hatte eine Schwäche, die kein Pilot geheim halten konnte. Beim Landeanflug war sie kaum schneller als ein Doppeldecker aus dem Ersten Weltkrieg. Ihre Triebwerke reagierten auf Lastwechsel wie ein Dampfkessel. Wer im falschen Moment Gas gab, wartete 4 Sekunden auf Schub. Manchmal länger, manchmal gar nicht. Die Alliierten nannten diese Taktik Rat-Catching, Rattenjagd, warten auf das Tier, das ins Loch will. Dutzende Me 262 gingen so verloren. Am Boden, im Landeanflug, im verletzlichsten Moment des schnellsten Flugzeugs der Welt. Das Problem war bekannt. Es gab sogar eine Antwort darauf. Eine kluge, ungewöhnliche, typisch deutsche Antwort. Aus Hamburg. Sie wurde nie gebaut. Dieses Video handelt von einem Flugzeug, das auf den ersten Blick wie ein Konstruktionsfehler aussieht. Asymmetrisch, schief, seltsam. Und das in Wirklichkeit die logischste Antwort auf die größte taktische Schwäche der deutschen Luftwaffe 1944 war. Es heißt Blohm und Voss P-194. Es wurde nie gebaut. Und die Entscheidung, es nicht zu bauen, ist eine der merkwürdigsten des ganzen Krieges. Im Februar 1944 erließ das Reichsluftfahrtministerium eine Anforderung. Die Junkers Ju-87 Stuka, jahrelang die härteste Faust der deutschen Bodenoffensive, war am Ende. Seit 1936 in Serie gebaut, fast 6.000 Mal geliefert, hatte sie in Polen, Frankreich, auf dem Balkan und in Nordafrika ganze Schlachten entschieden. Aber das war eine andere Welt. Im 4. Kriegsjahr war die Ju-87 Stuka überlebt. Sie war langsam, sie war verwundbar. Gegen überlegene alliierte Jäger und eine immer dichter werdende Flak war sie kein Sturzkämpfer mehr, sondern ein Sarg mit Flügeln. Die Verluste unter den Stuka-Besatzungen waren verheerend. Das Fliegerass Hans-Ulrich Rudel, der meistdekorierte Soldat der Wehrmacht, überlebte den Krieg mit der Stuka, aber er war eine seltene Ausnahme, und das wussten alle. Die Luftwaffe brauchte einen Nachfolger. Schnell genug, um zu überleben, robust genug, um zu wirken und präzise genug, um die Lücke zu schließen, welche die Ju-87 Stuka hinterließ. 4 Hersteller reichten Entwürfe ein. Blohm und Voss aus Hamburg lieferte gleich 4 auf einmal. Die P-192, P-193, P-194 und P-196. Blohm und Voss war keine gewöhnliche Luftfahrtfirma. Gegründet als Schiffbauer 1877, erst seit den frühen 30ern im Flugzeugbau. Aber das Unternehmen hatte einen Chefkonstrukteur, der anders dachte als alle anderen. Einen Mann, dessen Entwürfe die britische Luftfahrtpresse unter der Rubrik Odd Identifications veröffentlichte. Seltsame Identifizierungen. Über die Bv 141 schrieb das Journal The Aeroplane: Your nose is here. Your engine's there, your tail's just stuck on anywhere. Sein Name war Richard Vogt. Und schief war bei ihm kein Fehler, schief war Methode. Vogt hatte bereits bewiesen, dass ein asymmetrisches Flugzeug nicht nur fliegt, sondern besser fliegt. Die Bv 141, ein Aufklärungsflugzeug mit Rumpf und Pilotenkanzel auf getrennten Seiten der Mittellinie, hatte die Luftwaffe skeptisch gemacht, dann überzeugt und schließlich trotzdem abgelehnt. Nicht wegen der Aerodynamik, die funktionierte, sondern weil andere Prioritäten die Fabrikhallen längst gefüllt hatten. Vogt ließ sich nicht beirren. Die asymmetrische Bauweise hatte für ihn nie etwas Willkürliches. Sie löste reale Probleme. Ein Propellermotor erzeugt Drehmoment. Er dreht das Flugzeug tendenziell um die eigene Achse. Herkömmliche Konstruktionen bekämpfen das mit Ruderausschlägen. Vogt löste es geometrisch. Durch die versetzte Anordnung von Motor und Pilotenkanzel ließ sich das Drehmoment strukturell ausgleichen. Eleganter als jede Trimfläche. Für die Stuka-Ausschreibung 1944 entwarf er etwas, das auf den ersten Blick wie eine Weiterentwicklung der Bv 141 wirkt. Aber in seiner inneren Logik
wesentlich weitergeht. Die P-194 hatte eine versetzt angebrachte Pilotenkanzel auf der rechten Seite und einen Hauptrumpf links davon, verbunden durch einen gemeinsamen, durchlaufenden Flügel. Der Hauptrumpf trug vorne den Motor, hinten das Leitwerk. Die Kanzel trug vorne die Bewaffnung, darunter das Strahltriebwerk. 2 Mk-103-Kanonen mit 30 mm, 2 Mg-151 mit 20 mm, alles in der Nase konzentriert, frei vom Propeller mit klarer Sicht nach vorne und unten. Genau das, was ein Sturzflugpilot braucht. Und der Antrieb? Ein BMW 801D mit 1700 PS für Start, Reiseflug und Landung. Dahinter, eingebaut in die Gondel selbst, ein Jumo 004 Strahltriebwerk. 2 Antriebe, ein Flugzeug. Wer jetzt an die Me 262 denkt richtig. Denn hier liegt der Kern der ganzen Geschichte. Die Me 262 war beim Start und Landung verwundbar, weil ihr Strahltriebwerk bei niedrigen Geschwindigkeiten kaum Schub lieferte und träge reagierte, wenn es Schub brauchte. Die P-194 hätte dieses Problem nicht gehabt. Der Kolbenmotor übernahm den Boden, das Strahltriebwerk übernahm den Kampf. Kein blinder Fleck, kein toter Moment, kein Rattenloch. Stell dir vor, einem P-194-Pilot im Landeanflug auf Rheine. Kolbenmotor läuft, Geschwindigkeit kontrollierbar, Ruder reagieren normal. Er sieht die Spitfires, die auf Me-262-Piloten gewartet hätten. Er schiebt den Schubhebel für den Jumo 004 vor. 4 Sekunden später hat er Strahlschub. Er dreht ab. Die Spitfires kriegen ihn nicht. Den Me-262-Piloten vor ihm haben sie schon erwischt. Die Konstruktion war dabei so kompromisslos wie die Idee. 62% des Flugzeugs bestanden aus Stahl. Bewusst gewählt, weil Blom und Voss in der Verarbeitung von Stahl besondere Erfahrung hatte und weil Stahl schweißbar ist, nicht Nieten. Der Flügelholm diente gleichzeitig als Kraftstoffbehälter. 2100 Liter, keine Extratanks, keine Extraleitungen, keine unnötige Komplexität. Die Bombenlast war beachtlich. Intern bis zu einer SC-500, in Sonderfällen sogar eine SC-1000, mehr als mancher Mittelbomber trug. Vogt zeichnete 4 Varianten, unterschied sie in Spannweite, Triebwerksposition und Kanonenbestückung, aber der Grundgedanke blieb immer gleich. 2 Antriebe, eine Lösung, keine Schwäche am Boden. Das RLM lehnte ab. Alle 4 Blom- und Voss-Entwürfe. Die offizielle Begründung, man priorisiere Rheinjets. Die Ressourcen sollten auf die Me 262 konzentriert werden. Kein Prototyp, keine weitere Prüfung. Reißbrett bleibt Reißbrett. Das klingt nach einem vernünftigen Argument. Es ist keines. Denn zur selben Zeit, auf direkten Befehl Adolf Hitlers, sollte die Me 262 als taktischer Bomber eingesetzt werden. Exakt die Rolle, für die das RLM gerade einen Nachfolger gesucht hatte. Mit exakt den Triebwerken, die im Landeanflug versagten, mit exakt der Verwundbarkeit, die Piloten das Leben kostete. Das RLM lehnte eine Lösung ab, um das Problem zu behalten. Der eigentliche Grund war ein anderer. Deutschland hatte 1944 keine Kapazitäten mehr für neue Typen. Jede Fabrik, jede Werkzeugmaschine, jeder Facharbeiter war bereits verplant. Die Me 262 war real. Die P-194 war eine Zeichnung. Im Wettbewerb dieser beiden hatte die Zeichnung keine Chance. Egal, wie gut sie war. Vogt und sein Team bauten keinen Prototypen. Die P-194 blieb Reißbrett. Den Wettbewerb gewann am Ende keiner der eingereichten Entwürfe. Das RLM vergab keinen Auftrag. Die Schlachtflugzeugrolle fiel zurück an die Focke-Wulf FW 190, ein Flugzeug, das für diese Aufgabe nie gedacht war, aber zumindest schon gebaut wurde. Die P-194 hatte nicht einmal die Chance, in einem Vergleichsflug zu zeigen, was sie konnte. Die Idee war nicht falsch, sie war am falschen Ort. Im selben Jahr 1944 arbeiteten amerikanische Ingenieure an einem Konzept, das man für eine Kopie halten könnte. Die Ryan FR Fireball
kombinierte einen Sternmotor im Bug mit einem Strahltriebwerk im Heck, für Start und Landung auf Trägern, Kolben, für den Kampf, Jet. Das Flugzeug flog. Die Navy beschaffte es in Serie. Eine zweite amerikanische Entwicklung, die Curtiss XF-15C, verfolgte denselben Ansatz. Die Amerikaner hatten dieselbe Idee und die Zeit, sie umzusetzen. Vogt hatte nicht die falsche Idee, er hatte die richtige Idee im falschen Land, zur falschen Stunde. Richard Vogt überlebte den Krieg. Er arbeitete danach als Berater für amerikanische Luftfahrtprogramme. Ob er je erfuhr, dass die US Navy parallel zu seiner P-194 denselben Hybridansatz flog und damit Erfolg hatte, ist nicht überliefert. Er hat es jedenfalls nie öffentlich kommentiert. Die P-194 ist bis heute kein Kuriosum aus dem Waffenarchiv. Sie ist ein Beweis für etwas, das weit über den Krieg hinausgeht. Manchmal scheitern die besten Lösungen nicht, weil sie falsch sind, sondern weil das System, das über sie entscheidet, selbst schon am Scheitern ist. Das war die Geschichte der Blohm und Voss P-194 und eines Konstrukteurs, der immer einen Schritt weiter gedacht hat als die, die über ihn entschieden haben. Wenn euch diese Art Geschichte gefällt, schräg, ungebaut, aber mit echter Substanz dahinter, dann abonniert den Kanal. Neue Videos kommen regelmäßig und es gibt noch viele solcher Projekte. Manche davon sind noch seltsamer.